Hallo? Hallo? Kommen wir im Wunder nicht, wenn es da ein paar kleine Probleme geben wird, wird sich dann vielleicht dann bald ändern. Wie gesagt, wir kommen jetzt zu dem Livestream. Ja, ich werde kurz mal schauen, was da los ist mit den Einstellungen. Okay. Beim Testen. So, wenn ein bisschen gelb rauskommt, bekommen jetzt dieser Live-Reaction zu der Nindie World Präsentation heute hier. Und da sieht man gerade live. Ja, ich dachte mir jetzt hat hier ist ein Livestream. Ich war seit längeren Tagen nicht mehr online. Und deswegen, tja, war ja vor 3 Tagen war ich online gewesen. So, heute ist der 10. Rechnen wir mal 3 Tage zurück. War am Samstag war ich online. Ja, und jetzt bin ich wieder live. Wie gesagt, in 20 Minuten beginnt die Direct. Also die World Presentation. Oh, jetzt wieder auf. Hä? Okay. So, auf jeden Fall, tja, also ich freue mich so mega auf diese Präsentation, die wohl in 20 Minuten beginnt. So, ich bin gespannt. Ja, dann kurz mal neu. Die geht 20 Minuten. Ja, passt ja. Wir haben gerade erstmal 2. So. Ich habe kurz mal die Bitrate höher gestellt. Wie gesagt, in 18 Minuten geht's los. Ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Weil, ja, ich bin wirklich gespannt. Nach 2 Minuten geht's schon los. Ich gehe mal kurz auf Nintendo-Seite, ob es auch geht. Da auch die Direct.
Ach so, da wird es auf sich so. Ach so. So. Ich wollte gerade, dass es über hier geht, über Nintendo, aber geht leider nicht, weil er wird direkt auf YouTube dann übergeleitet. Ja, auf jeden Fall, tja. In 17 Minuten geht's los. Muss man so unbedingt mit der Bitrate. Weil ihr habt ja gesehen, die Bitrate ist ein bisschen geschwankt. Ja. Ich glaube, in 16 Minuten geht's los. Ich habe währenddessen gerade nun Mario Kart Tour gerade an. Und bald hat er auch wieder den nächsten Grand Prix. Wird er bald starten dann. So, auf jeden Fall werden wir hier Mark Crash Team Racing. Oh, so los. Spiele. Kurz, ich sehe hier schon, P ist es doch, P. 7 Minuten. Minuten dauert es noch. Also ich bin wie gesagt echt gespannt, was uns da erwarten wird. Kurz. So höre ich nichts. Hört ihr mich? Ich glaube schon. Ja. Oder wenn nichts hört, sorry dann, ihr müsstet dann den PC, dann Laptop neu starten dann. Das soll ein Update gewesen sein.
Wie gesagt, wird dann wieder Content geben, aber erstmal die Direct dann anschauen. Wieso ist es auf gelb? Ja, wieso ist es auf gelb? Anwenden, okay. Ich habe gerade die Bitrate ein bisschen hochgeschraubt. So, dann Vollbild. So, ich bin gespannt. So, gleich geht's los. In 10 Minuten geht's schon los. Übrigens, dann was wir dann bekommen werden, aber fürs Spiel erwarten wird in 10 Minuten. So. Lautsprecher ist an. Alle funktioniert. Standard, okay. Hallo? Wieso ist bei Audio nix? Was ist denn da? Qualität. Auf laut. Wieso bekommen bei Audio nix? Audioeinstellung.
Streaming stoppen? Nee. Hallo. Hallo. Ich glaube schon, dass es funktioniert. Vor 10 Minuten noch. Dann, was uns dann erwarten wird. Tja. So, Mikro läuft. Audio ist auf 0. Hier können wir herum experimentieren. Ich gib's mal auf YouTube, so mal ob das. Ein Stream. Das hört man nicht. Das werde ich kurz mal nachchecken. Nur damit, wenn ihr da meine Stimme nochmal hört, ich muss das kurz mal nachchecken. Ob das da alles ohne Kontrollen. Gut. Hört ihr mich? Hört ihr mich? Okay, funktioniert alles. Ich war kurz auf YouTube und habe kurz mal nachgecheckt, also nachgeschaut. Auf jeden Fall funktioniert. Ja, darauf bin ich froh. Das funktioniert. Mikro ist an. Ja, Mikro ist an. Gut. So, das funktioniert. Tja, so, jetzt heißt es warten. Wieso ist es auf gelb? Habe ich irgendwas runtergeschraubt? Kann das sein? Geht gerade. Ich muss irgendwas runtergeschraubt haben. Aha, allgemein. Anwenden, okay. Jetzt müsste das klappt. So. Drei Minuten geht's los. Und dann geht's dann. Guck mal, muss du was nachschauen. Wir wollen meine zweite Reaction schon. Müsste meine zweite Reaction schon sein. Wieso sind die online? Weiß ich nicht.
Vielleicht waren es bloß 3 Videos. So, gleich geht's los. Die letzte Nindie Direct war am 19.08., wo ja der Ori vorgestellt wurde. Und jetzt kommt wieder eine. So. Gleich geht's los. Das kurz hier mal. Der 12. Mal weg. Vor 3 Tagen. Am 7.12. war mein letztes Video. Am 7.12. So, da wollen wir mal loslegen. Viele machen gerade die Reaction ja gerade und ich auch. Das ist kein ich kann über was anderes reden, wie State of Play. Und 20 Minuten. So, gleich geht's los. Ich bin so gespannt. Viel Spaß. Ich trinke jetzt noch kurz was einschenken und dann genießen wir einfach die Präsentation. Peggy 12. Oh, ab 12. Also alle, die unter 12 sind, bitte abschalten. Weil die letzte habe ich ja auch angeschaut. Die letzte Präsentation. Ich finde irgendwie der Intro cool. So, los geht's. Was ist das? Golf? Ist das ein Golfspiel? Kann irgendwas mit Golf sein, oder? Ja, irgendwas mit Golf. Mit Golf-Story oder? Kann irgendwas mit Golf. Was ist das? Muss irgendwas mit... irgendwas mit Sport. Fußball? Golf. Immer mit Golf. Sport Story. Hi everyone, thanks for joining us. I'm Kirk Scott, your friendly neighborhood indie guy. And I'm Sam Robertson. Welcome to Indie World, a look ahead at some great indie games coming to the Nintendo Switch system. We're thrilled to kick off this edition of Indie World with Sports Story, the sequel to Golf Story and a game that's not just about sports. It's a full-on golfing adventure with a whole lot of tennis gameplay for good measure, not to mention dungeons,
espionage, mini-games, and plenty of friends and enemies to meet on your way to the Deca Sportathon. Sports Story launches exclusively on Nintendo Switch in mid-2020. Mitte 2020? Und ist mir nicht so Golf. Sega? Was? Nein! Was ist das? Irgendwas mit Sega. Das ist nicht Sonic. Adam Hunt. Das hat mir... Hä? Was ist das? Die Weißsega. Ich habe ja diesen Millennium-Controller, da war auch sowas Comic-mäßig. Street of Wait for... There will be plenty of braised chicken lying around on plates and bad guys to beat down when Streets of Rage 4 comes to Nintendo Switch in the first half of 2020. 皆さんこんにちは。中島秀和です。本作では D3 パブリッシャーでプロデューサーを務めています。グリムライトはステンドグラスをモチーフとしたアーティスティックな世界に静かで不思議な物語を入れ込んだ独創的なゲームです。その世界の中でプレイヤーは一本の剣となり、子供たちの力を借りて強大な敵と戦ったり、世界などで迫ったりします。美しくも恐ろしいステンドグラスの世界であなたは何を感じ、何を考え、どんな旅をするんでしょうか。ぜひグリムライトの世界を楽しんでみてください。Just imagine if you turned into a sword. It'd Hollow Knight, probably oder? be kind of freaky and kind of awesome. Eerily beautiful, if you will, especially if it happened in a stained glass world where you and some children are on a quest to reach its heart. Where's the UI, you ask? Where we're going, you won't need any UI. This game knows how players like you think and how to guide you through without anything unnecessary like words. Who needs them? See if you can cut to the heart of this stained glass world when Gleamlight launches on Nintendo Switch in early 2020. Hi everyone, I'm Alexander Fernandez, CEO of Streamline Media Group, and today we're going to be showing you our brand new game, Bacon Switch. It's a violently cute couch co-op game that I think you're going to like. We like it. In fact, we liked it so much, we made it about food because we like to eat. Alter, what? That's pretty good. Yeah. That's pretty... Yeah. Oh, that's the bliss ball right there. There you go. So we hope you guys like it. And more importantly, we hope you enjoy it because we had to work really hard on it, baking this and making sure it works. So please enjoy it and let us know what you think. You see those cuddly dough things? They simply must be sacrificed to the guardians of dough. And so, in this party brawler, you and up to 3 other players need to work as a team to punch, combine, and bake those doughs before time runs out. This in-your-face co-op action may be easy to pick up, but trust me, it's tough to master all the challenging mechanics in each level. And in player versus player mode, it's every baker for themselves. Bacon Switch will cook up something special on Nintendo Switch in summer 2020. What? Bacon. Hey Nintendo fans, on behalf of the team here at Digital Continue, I'm excited to announce our new game, Super Mesh. Super Mesh is a game that makes games. It's a love letter to game culture, set in a game shop owned by a brother and sister discover a mysterious game console. The magic of Super Mesh is what we didn't do. The games it produces are not scripted. It's the game itself that mashes the genres together and creates a different game every time you play. You never know what it's going to do. Just do me one favor, okay? This is the code to my favorite Mash. When you pick up Super Mash for the Nintendo Switch next year, put it in. Let me know what you think. Spiele erfinden. Spiele erfindet. Plattformer. Super Bande. What the hell? Alles ja wie Mario Maker oder was? Mit Freunden. Ach, man kann auch mit Freunden spielen?
heißt Super Mesh. Lass das Spiel entscheiden. Super Mash will shake things up on Nintendo Switch in May 2020. Spielechaos. What would you do if the world around you was as strange and contradictory as ancient ruins filled with advanced technology? Well, in this first-person puzzle game, you're about to find out. Tasked by your creator with solving a series of complex puzzles, you'll divert drones, manipulate laser beams, and even replicate time to prove your worth, or find a way out. Portal? Das ist wahrscheinlich Who are you? Portal, oder? What's your purpose? As you choose your own path through this non-linear world, uncover the clues you need to decide for yourself. You'll have more than 120 puzzles to solve, and the Talos Principle Deluxe Edition comes to Nintendo Switch later today. Was? Nothing quite like a high-seas adventure combining classic naval action with Also, das exploration. ist doch fast wie... Really makes you want to expand your fleet and do battle with pirates, sea monsters, even the sea itself. The entire map is procedurally generated, and all across it you'll discover islands to explore and quests to take, from rescuing sailors to looting pirates. And you'll do it all from your custom boat. You pick the design, colors, weapons, and equipment. As you progress, you'll add new boats to your fleet and give orders to the crew on boats you aren't sailing yourself. Better keep track of the wind and use physics to your advantage. When Sailforth sails into port on Nintendo Switch in 2020. Hello everyone, I'm Nick Clifford, Downless. developer here at Phoenix Labs. Since you last saw us during Nintendo Treehouse live at E3 earlier this year, we've been hard at work developing our hit online action RPG Dauntless for the Nintendo Switch system. We're absolutely thrilled to share a fresh look at our game, including the reveal of our new content expansion, Storm Chasers, complete with the Skyfighter armor and Sky Metal weapon set. These cosmetic items will be available at launch exclusively to players on the Nintendo Switch for free. We hope you enjoy your first look at the next evolution of Dauntless, and we'll see you in the Shattered Isles. Hä? Dauntless? Dann muss ich das mal nachschauen. Wie ist das herunterladen, dass es Dauntless schon gibt? Oder kommt jetzt noch für die Switch? Geschrieben. Dauntless. In Dauntless, you're all that stands between your world and the massive boss-sized behemoths that seek to devour it. With cross-platform and cross-region play, you can slay with your friends no matter where they play. And with cross-save functionality, you can take your slayer on the go with Nintendo Switch no matter where you began your adventure. So form a hunting party and forge your legacy with challenging co-op battles in this rich, evolving world. Create deadly weapons and powerful armor from the very creatures you slay, and immerse yourself in rich customization and crafting systems. Look forward to regular, free content updates featuring new challenges, new behemoths, and more when Dauntless launches as a free download on Nintendo Switch later today. Laufe des Tages, okay? Hollywood, the 90s. An actress on a hit TV show soon finds herself starring in her own murder mystery. Can you and your robot scout crack the case one monogram at a time? Guess your only option is to dig up clues, while jamming out to tracks from Masakazu Sugimori, the composer behind Phoenix Wright Ace Attorney and Beautiful Joe. Along the way, you'll interrogate weird and wonderful characters designed by Hato Moa of Hatoful Boyfriend. From TV studios to glitzy award shows, you must uncover a tangled web of conspiracy, deception, and, of course, murder, as you piece together the truth one pixel at a time. It's no longer a mystery,
Murder by Numbers launches first as a timed exclusive on Nintendo Switch in early 2020. This mysterious bounty hunter is a stranger to everyone, because that's his name. He doesn't take kindly to guns, but he will kindly take your moolah in exchange for the bounties he collects. Why? In exchange for the bounties he collects. Why? He needs the cash bad, and he'll hunt down every outlaw in Mongo Valley if that's what it takes. Problem is, there's a bounty on his head too. In this action-adventure game, you'll wield Stranger's unusual crossbow that fires off rounds of live ammo, from rodents to bugs, and you'll earn bigger bounties for live captures. With updated FPS controls and gyroscopic aiming, the definitive version of this classic is fast approaching. Oddworld: Stranger's Wrath launches on Nintendo Switch in January 2020. You can pre-purchase it later today. Oh man, why is this so adorable? You take an ordinary skateboard, put a bird on it, and just look at him go. Who wouldn't want to be a skatebird? Whether they're grinding on bendy straws, kick-flipping over staplers, or carving lines through a park held together by sticky tape, skateboards always try their best, don't they? Explore each park, collect tiny clothing, help out fellow birds, and find secret mixtapes of original lo-fi bird hop tunes. Before long, you'll be catching air like only a bird could, when Skatebird launches on Nintendo Switch in late 2020. Okay. Das. Get in. Was ist das? Das ist ein Comic. Comic-mäßig. Overweight. Das scheint 2000. Mindestens nicht so. What? You saw it for yourself in the trailer, people. Liberated blends the art of cyberpunk, hand-drawn graphic novels with interactivity and action to create one seamless experience. In this near-future dystopia, the eerily familiar, always-online society gives way to complete government control. But that won't stop an insurgent group called Liberated from rising up. But this is no simple tale of good versus evil. As you flip between pages, side-scrolling stealth gunplay, and platforming action, you must witness what transpires from many points of view to parse the truth. Liberated will release first as a timed exclusive on Nintendo Switch in 2020. Hi, we're Kid Fox Games, and this is our game Boyfriend Dungeon, a dating simulator dungeon crawler mashup. We are super excited to announce that Boyfriend Dungeon will be coming to the Nintendo Switch, which means you'll be able to date your weapons at home and on the go. If you're like me, then you're never going to forget your summer stay at Verona Beach, where you're tasked with clearing out all the creatures in the dungeon. Oh, and it only gets better, because the weapons you can find there transform into cuties, and they're single. Forge precious memories with your many loves, and use their individual combat styles to clear out all the monsters as you uncover the dungeon's secrets together. Did I mention romantic dates? Oh, be still my heart. Oh, and there's also the Nintendo Switch exclusive HD Rumble function. Level up your love when Boyfriend Dungeon comes to Nintendo Switch in 2020. Sometimes the only way to face a tough subject is head-on, even if that means battling a nightmarish depression living inside a young woman's subconscious. Thankfully, you'll have an expansive combat system on your side, combining a brawler, a top-down shooter, and a dungeon crawler. Every time you slumber, you'll face another randomized dungeon found in one of the game's beautifully haunting dreamscapes, littered with powerful artifacts, challenges, and puzzles. Forge friendships in your waking life and use their hopes and dreams to dispel the darkness within. You'll warp the dreamscape around you with lucid powers that alter the flow of time and space. When Dreamscaper launches first on Nintendo Switch as a timed exclusive on consoles in early 2020. Hey everyone, we're extremely excited to reveal a brand new game we've been working on at Team 17.
We've combined crafting, base building and survival, along with a few surprises, in a new adventure set within the Escapist universe. And on Nintendo Switch, you can play with 3 of your friends in local wireless and online multiplayer. We hope you enjoyed the video. Das ist doch das Spiel, was... Alter, was? Das kommt... Was? Mir sagt das Spiel was. Wirklich. Aber wie geht es? Escape. The Survivalist. Whether you're crafting, building, or yes, training monkeys, survival is the name of the game. These procedurally generated islands are alive. They change during the day-night cycle, and they're riddled with adventure and a wealth of secrets. As you, or your monkeys, gather resources and craft items, you'll uncover your own recipes and multiple crafting trees. That should help you overcome the hidden threats lurking within temples, full of exotic riches and slick weaponry. You can play co-op locally or online with up to 3 friends who each have their own game and system to try and survive together. However, not everyone will be pleased to see you thrive. The Survivalists releases on Nintendo Switch in 2020. We're coming to the end of our presentation, so we'd like to take a moment to thank all of our partners for giving Nintendo Switch owners so much to look forward to. Well said, Kirk. On behalf of Nintendo, thank you so much. And thanks to all of you for joining us. Although, now that I think about it, there is one more thing. Hi, I'm Tom Happ, creator of Axiom Verge. I just wanted to take this moment to thank both Nintendo and Nintendo fans for the love you've shown Axiom Verge over the years. I've been quietly working on the next installment of Axiom Verge for about 4 years now. Here's a sneak peek. Du hast nicht die Kontrolle. Du bist nicht du selbst. Gehört jetzt uns. Aber mal auf in den Sturm. Was ist das für ein Spiel? Von Origin Nindie Axiom Verge 2. Spiel sagt mir was. Ab Herbst 2020. So, ich glaube, das war's, oder? Ja, das war's. Tja. Hallo, Gemi. Schön, dass du willkommen im Stream. Schön, dass du dabei bist. Noch, also, was kann ich sagen? Ich finde es wirklich super. Dann kommen wir in die Botschaften. Die Switch neu starten oder was? Was ich starte, guck mal, die Switch neu. Ja, würde sagen, ich starte kurz mal die
neu starten. Ich sage kurz mal die Switch neu, vielleicht kommen da nun die. Die Seite neu. Okay, jetzt leckt das Ganze. Ach, ist schon vorbei. Okay. Die Seite will ich trotzdem noch mal laden. So, jetzt müssten ich muss nochmal die Switch neu starten oder was? Da muss ich nochmal die Seite neu laden. Wunderlich, wenn aktuell Probleme auftreten. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das bei meinem Laptop, das kann doch nicht an meinem Laptop liegen. Präsentation ist so vorbei, oder? Hier. Da kommen die Nachrichten trotzdem nicht. Wer braucht dieses Dauntless? Die Spiele. Genau, live. Leute, hast du recht, Kubi Gaming. Was ich mich frage ist, guckt das Dauntless wurde gesagt, im Laufe des Tages, ich glaube, das bedeutet, im Laufe des Tages, der kommt noch, aber nicht gleich. Er wird im Laufe des Tages noch kommen. Oh. Die Game Awards ist ja auch noch bald. Ich würde sagen, ich werde jetzt kurz schauen. Ich muss kurz mal schauen, ob alles gut läuft. Vielleicht schaue ich morgen nochmal rein, ja, ob es da unten so gibt. Ich würde sagen, dass ich jetzt
den Stream beende. Ja. Also werde ich jetzt den Stream auch beenden für heute. Ich danke mich hier fürs Zuschauen hier für diesen Stream. Ja, wir können gerne in den Kommentaren. Könnte auch morgen früh sein wegen der Zeit. Da hast du recht. Da könntest du recht haben, QP Gaming. Da müsstest du recht haben. Auf jeden Fall, ja, wirst du mir recht haben. Auf jeden Fall, ich werde jetzt den Stream beenden. Ich danke mich hier fürs Zuschauen, hier für diesen Stream. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn ihr ein bisschen einstellen musste am Anfang. Aber wie gesagt, dann, tja. Also, wie gesagt, man sieht sich bald wieder. All Crazy Schmied sagt nun.